Perfekt für die Weihnachtszeit und für die kalten Tage. Mit Sternanis, Nelke und Zimt. Ich mache heute eine Waldbeeren-Mix-Marmelade, die weihnachtlich angehaucht ist. Dafür nehme ich 1,2 Kilo Waldbeeren mit Erdbeeren und etwas Kirschen. Die sind noch vom Sommer eingefroren. 500 Gramm Gelierzucker, 2:1, 3 Esslöffel Zitronensaft, ein Sternanis, 2 Nelken, ein Teelöffel Zimt und ein Päckchen Vanillezucker. So, jetzt einen 5 bis 6 Liter großen Topf auf Stufe 6 von 9 erhitzen. Die 1,2 Kilo Waldbeeren reinfüllen. Und jetzt erhitzen, bis die Beeren Saft ziehen. Das dauert ca. 5 Minuten. Jetzt 3 Esslöffel Zitronensaft. Ein Teelöffel Zimt, ein Päckchen Vanillezucker, 2 Nelken und ein Sternanis. Alles gut vermischen und weitere 5 bis 7 Minuten erhitzen und dabei ab und zu mal umrühren, damit sich die Aromen entfalten können. Es fängt sofort an, nach Zimt zu duften. Wie gesagt, ich tue jetzt in den 7 Minuten, nur alle paar Minuten mal kurz umrühren. Nach 7 Minuten kommt Gelierzucker dazu und dann werden die weitere 5 bis 7 Minuten köcheln. So, 5 Minuten sind vorbei. Jetzt noch kurz umrühren. Jetzt füge ich 500 Gramm Gelierzucker zu. Alles gut vermischen. Da ich weniger Zucker verwende, werde ich das jetzt 7 Minuten köcheln lassen, damit mehr Flüssigkeit verdampft und die Marmeladenmasse dann auch sicher geliert. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann nur 1 Kilo Waldbeeren verwenden, aber ich mag es jetzt etwas weniger süß. Da habe ich auf 1,2 Kilo Waldbeeren nur 500 Gramm Gelierzucker 2:1 genommen. Dafür muss ich es nur weitere 7 Minuten köcheln lassen, damit etwas mehr Flüssigkeit verdampft. Und dafür bleibt aber mehr Geschmack dann in der Marmelade. Ganz wichtig, ständig und langsam umrühren, damit sich der Gelierzucker auf dem Boden nicht absetzen kann. Und zum Schluss nicht vergessen, natürlich dann den Sternanis und die 2 Nelken rausfischen. Es duftet so schön weihnachtlich. Oh, der Duft ist einfach unbeschreiblich, echt lecker. Der Duft vom Zimt,
Sternanis und Nelken. Perfekt für die Weihnachtszeit und für die kalten Tage. Wer möchte, kann die Erdbeermarmelade gerne feiner pürieren. Ich mag sie gerne, wenn es stückig ist. Deswegen werde ich nur die großen Erdbeerstückchen etwas mit dem Holzlöffel zerdrücken. Und das reicht dann für mich schon komplett aus. So, einfach jetzt köcheln lassen bei mittlerer Hitze, damit etwas Flüssigkeit verdampfen kann und damit die auch sicher geliert. So, 7 Minuten sind rum. Jetzt werde ich den Sternanis und die 2 Nelken rausfischen. So, da sind ja auch die 2 Nelken. Super leckere weihnachtliche Waldbeerenmix Marmelade. So, jetzt schalte ich den Herd aus und fülle das Ganze in die sauren Gläser. So. Die heiße Marmelade in die sauren Gläser umfüllen. So, jetzt den Rand etwas sauber machen. Den Deckel aufsetzen. Und für 5 Minuten auf den Kopf stellen. Anschließend ist die Marmelade monatelang im Kühlschrank oder im Keller oder im Abstellraum haltbar. So, vor 2,5 Stunden habe ich die Marmelade abgefüllt. Jetzt ist sie noch lauwarm. Ich wollte mal zeigen, dass auch mit viel weniger Gelierzucker die Marmelade fest wird, wenn man die 7 bis 10 Minuten länger einkocht. So sieht das Ganze aus. Ich finde, das ist die perfekte Konsistenz. Wunderbar weich, fruchtig. Ich probiere mal. Sehr lecker. Sehr weihnachtlich. Der Zimtgeschmack. Kann ich nur empfehlen. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit.